Was bisher geschah. Unser Boot wurde endlich ins Wasser gekramt, doch leider mussten wir es sofort wieder rausnehmen. Bei zweiter Bootdurchlässen kam Wasser rein. Das konnte so nicht bleiben. Außerdem hatten wir damals unsere Wassertanks in den Winterschlaf geschickt, was uns jetzt vor neue Herausforderungen stellt. In der Zwischenzeit haben wir auch einen Geräteträger konstruiert, der uns für kommende Abenteuer gut ausstatten wird. Doch damit nicht genug, wir haben Undichtigkeiten im Schwarzwassertank entdeckt, die dringend behoben werden müssen. Unsere Überlegung ist jetzt, wir entwickeln ein Testverfahren, damit wir so eine Art Vorher-Nachher-Ding machen können, bevor wir das Boot wieder reinsetzen und wieder raussetzen müssen. Ja, Testverfahren hört sich jetzt super komplex an, aber in Wirklichkeit machen wir jetzt nur einen Gartenschlauch, nehmen wir, hauen ein bisschen Wasser drauf und spritzen von innen drauf. Wir haben jetzt nichts geändert und unser Ziel ist es jetzt, dass es auf jeden Fall leckt. Wenn es leckt, haben wir im Prinzip unser Testverfahren entwickelt. Wenn nicht, müssen wir nochmal schauen. Okay, Testverfahren hat einige Mankos. Erstens, wir haben es nicht durchgekriegt, was schlecht ist. Wir wollen eventuell jetzt den Druck erhöhen. Ein zweites Problem ist, dass wir sind in einem relativ harten Boden, aber der könnte meiner Meinung nach trotzdem ein bisschen absacken. Ich will jetzt unser Glück nicht herausfordern, deswegen würden wir wahrscheinlich noch einen Eimer drunter stellen. Jetzt haben wir mehr Power. Gucken wir mal. Jesus. Okay, wir hatten Erfolg. So irgendwie. Wir haben festgestellt, dass von außen nichts undicht ist, wenn wir drauf spritzen. Aber sobald ich den Schlauch reinstecke, dann wird es nass. Das heißt, wir vermuten, dass auf der Schraube die Borddurchlässe da undicht ist. Dass da das Wasser im Prinzip reinkommt, überschwappt und dann außenrum wieder runterzieht. Durch unser Testverfahren wurde schnell klar, es waren gar nicht die Borddurchlässe selbst, die das Problem verursachten, sondern die darauf montierten Kugelhähne, die undicht waren. Als wir sie abmontiert haben, kam die Überraschung. Wir hatten viel zu wenig Kleber verwendet. Kein Wunder also, dass es Probleme gab. Jetzt hieß es gleich besser machen und sicherstellen, dass diesmal alles dicht bleibt. So, wir haben uns einen neuen Abwassertank gegönnt, weil unser alter undicht war und wir, glaube ich, es nicht mehr hinkriegen, ihn zu reparieren. Auch weil wir uns ein bisschen vor dem ekeln. Mit der ganzen getrockneten Kacke. Von anderen Menschen. Von auch noch anderen Menschen. Wir haben da noch nie groß reingemacht. Zudem, ja, einfach wegen der Reparatur. Eventuell wegen den Kosten. Jetzt probieren wir den mal an. Wir müssen da das selber raus, die Öffnung ein bisschen rausbohren. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Und der Behälter kommt da rein. Das ist etwa die Hälfte vom alten. Ist auch schon jetzt eingezeichnet. Das wird einmal oben von der Toilette reinlaufen. Einmal haben wir so ein Luft- und Überlaufrohr und dann unten geht es halt raus, schön ins Wasser. Jetzt als nächstes haben wir einen Termin mit dem Chef gemacht. Der hat uns direkt auch einen Krantermin besorgt, morgen früh. Und als Borddurchlässe eben alle komplett dicht, das passt soweit. Dann kam das Boot erneut ins Wasser. Leider hatten wir diesmal alle Hände voll zu tun. Wir waren deutlich weniger Leute zum Helfen. Dadurch blieb kaum Zeit, den Moment richtig festzuhalten und am Ende sind nur ein paar Bilder entstanden. Das ist zwar schade, aber Wir sind wieder im Wasser. Endlich. Aber ich bin auch fix und fertig. Man unterschätzt dann doch, wie stressig das einfach ist, dass sein ganzes Hab und Gut kurz mal in der Luft hängt. So sieht ein Gesicht des Erfolges aus. Man sieht es ganz gut. Kurze Unterbrechung unseres Videos. Die Welt geht wieder mal unter. Jesus. Weg ist es.
Ich hänge. Wir haben ja mal die Solarpaneele geklebt. Jetzt hängen sie da. Und unser Geräteträger hat auch seinen Sinn jetzt. Tut, tut, tut. So sieht der ganze Spaß aus. 2 Solarplatten sind oben drauf und noch auf der anderen Seite auch noch ein Primetime. Wir haben unsere Solaranlage angeschlossen und sie läuft. So sieht das gute Stück aus. Aktuell haben wir 13,6 Volt Batterie, beziehungsweise man kann auch umstellen. Wir laden jetzt gerade so mit 9 Ampere von insgesamt 24, glaube ich, möglichen. Aber klar, ist noch etwas früh und Polen hat auch nicht so viel Sonne. So, unser Plotter funktioniert. Und AES kann man auch schon sehen. Funktioniert auch, wenn man auf den Shift drückt. Da ist die Delfin. Sieht man, da das klappt. Das Problem ist, dass wir halt keine Map haben. Deswegen ist es nur so ein allgemein Ding, die so generell einfach nur Sachen zeigt. Unsere Funke funktioniert auch soweit. Zumindest können wir empfangen. Gesendet haben wir noch nicht, aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. Eine Schwierigkeit jetzt bei dem Wasserding ist, ich kriege den Deckel nicht auf. Kommen wir da nicht ran, weil das auch abschraubbar ist. Das heißt, eigentlich dreht man hier und dann kommt das raus. Das heißt, ich muss das hier jetzt abschrauben. Doro macht zumindest den Schlauch mal unten ab. Gucken wir uns mal das Ganze von innen an. Auch immer wichtig, so kleine lose Dinge direkt irgendwo in Sicherheit legen. Tada! Ich habe es mir spektakulärer vorgestellt. So, Simsalabim, das sieht schon mal besser aus. Keine Ahnung, wie wir das jemals sauber kriegen sollen. Also passt. Eine schöne Schmiererei. Ich glaube, wir versuchen es jetzt gleich mit unserem Lieblingsstoff Acetone. Ist doch schon. Acetone. Jo, wir wollen ja jetzt erst in, was sind es, 5 Tagen los. Und als wäre das nicht schon problematisch genug mit dem einen. Das habe ich jetzt mit Ach und Krach aufgekriegt. Wir haben ja noch einen zweiten Wassertank. Zweite Öffnung. Haben wir Ungezieferbefall. Das sind, glaube ich, alles Eier. Aber ich habe es auch schon jetzt gerade krabbeln sehen. Yay! Das heißt, das müssen wir jetzt auch noch mal durchpusten. Mann! Marek hat uns jetzt gestern die Wassertanks vorbeigebracht. Jetzt müssen wir noch die Kühlhähne draufschrauben. Die haben wir natürlich vergessen. Und hier haben wir Doro in ihrer natürlichen Umgebung. Der Umgang mit Hanf. Oder mit blonden Haaren. Sieht ein bisschen so aus, wären es deine Haare, die du da gerade rumwickelst. Echt? Jetzt kommt so eine Schmierpaste drauf, damit das alles kleben bleibt auf dem Ding. Das Hanf soll das abdichten. Davor hat Doro das angeraut. Irgendwie kriegen wir es gerade nicht hin. Irgendwie dreht sich das Hanf immer mit. Und reißt dann. Und dann reißt es. Also weder mit noch gegen den Uhrzeigersinn klappt. Bei den letzten Hähnen hat es einfach nicht mit dem Hanf geklappt. Wir haben also kurzerhand umdisponiert und stattdessen Teflonband verwendet. Das ging viel schneller und hat uns direkt die Ergebnisse gebracht, die wir brauchten.